Die Winter in Bozeman, Montana sind bitterkalt und deswegen wissen die Jungs und Mädels von Squala genau, worum es geht, wenn es um Wärmeschutz geht. Wir haben mit dabei die RS Outpost von Squala. Das ist eine innovative Wartjacke, die auf der einen Seite Isolation bietet und auf der anderen Seite einen kompromisslosen Wetter-, Wind- und Regenschutz. Also das Beste aus zwei Welten vereint, getestet nicht nur in Bozeman, Montana, sondern auch von uns hier bei der Winterfischerei auf Hecht. Wenn ihr im Winter unterwegs seid und keinen Bock auf Frieren habt, dann sind solche Kombinationen aus Isolation und Wartjacke für euch mega interessant. Denn bei herkömmlichen Wartjacken, wie zum Beispiel bei der normalen RS von Squala, ist es ja so, dass die Wartjacke letzten Endes keine Wärme bietet, sondern nur Regen, Schnee und so weiter abhält. Und die RS Outpost ist eben jetzt dafür da, um euch Isolation plus diesen Wetterschutz zu bieten. Also wirklich interessant für alle, die nicht nur Hechtfischen im Winter betreiben, sondern auch Huchenfischen oder am winterlichen Eschenfluss unterwegs sind. Die RS Outpost von Squala, das RS steht hier für Rough Service, also für wirklich raue Bedingungen, für einen verlässlichen Wetterschutz. Die RS Outpost kombiniert ein Toray Außenmaterial, 4-Wege-Stretch, auch das sorgt nochmal für super viel Komfort, mit einer Toray Isolation auf der Innenseite. Und hier haben wir es mit einer Spiralisolation zu tun, das heißt also mit spiralförmig gewebten Isolationsfasern. Und das sorgt nochmal dafür, dass mehr Luft eingeschlossen wird. Diese Luft erwärmt sich und hält euch dann eben kuschelig warm. Ich hatte die Wartjacke jetzt eine Woche im Einsatz und ich habe mich tatsächlich darin gefühlt wie in einem Schlafsack. Das liegt auch daran, dass das Innenmaterial super flauschig und weich ist. Also anders als bei einer normalen Jacke, wo ihr ja letzten Endes nur die Membran auf eurer anderen Kleidungsschicht sitzen habt, habt ihr hier ein super flauschiges, weiches Material, was super komfortabel ist. Ansonsten haben wir viele Gemeinsamkeiten zwischen der RS Outpost und der normalen RS Wartjacke, die wir euch ja schon dieses Jahr vorgestellt haben. Zum Beispiel das Taschendesign. Was mir beim Taschendesign von Squala super gut gefällt, sind diese kleinen Details, die die Marke von anderen Marken unterscheidet. Hierzu gehört vor allen Dingen der große wasserabweisende Zipper, mit dem ihr durch die Wartjacke innen an eure Warthose rankommt. Das heißt, wenn es bitterkalt ist und ihr möchtet etwas aus eurer Warthose rausholen, braucht ihr nicht den langen Frontreißverschluss öffnen, sondern habt einen Schnellzugriff durch diese Außentasche auf eure Warthose. Das Ganze natürlich mit einem wasserabweisenden Reißverschluss. Und damit nicht genug. Ihr findet natürlich auf jeder Seite auch noch eine große Handwärmetasche. Auch da innen drin das Isolationsmaterial, damit ihr eure Hände beim Spotwechsel mal aufwärmen könnt. Und das Ganze bietet natürlich so viel Platz, dass auch hier große Fliegenboxen easy drin Platz finden. Für kleinere Teile haben wir auf der Vorderseite auf der linken Brust nochmal so eine leicht vertikal schräg zulaufende Tasche. Auch hier ist genug Platz, um eine kleinere Fliegendose, Vorfachmaterial oder andere wichtige Essentials unterzubringen. Ansonsten ist die Wartjacke auf der Front sehr schlicht gehalten, hat hier nur diese kleine versteckte Dockingstation, wo ihr zum Beispiel eine Lösezange anbringen könnt oder andere Tools. Das ist es eigentlich auf der Front. Nennenswert ist aber auf jeden Fall noch der lange YKK Aquaguard Reißverschluss. Natürlich auch hier das Beste vom Besten gewählt bei den Produktentwicklern von Squala. Dieser Reißverschluss ist so robust und verlässlich, dass er selbst bei den niedrigsten Temperaturen easy gleitet. Das Ganze verstärkt hier mit dieser Windleiste, damit wirklich durch den Reißverschluss kein kalter Wind auf eure Brust und euren Bauch trifft. Was auch ultra smart gelöst ist bei Squala, sind ja immer die Bündchen. Anders als bei der normalen RS, wo ihr auf der Innenseite nochmal ein zweites Bündchen findet, haben wir bei der RS Outpost nur ein Bündchen. Aber die Besonderheit hier ist, dass das Bündchen selber auch nochmal über dieses Isolationsmaterial verfügt und eure Handgelenke somit beim Fischen gewärmt und das Blut oder die Blutzufuhr zu euren Händen gewährleistet ist. Also so behaltet ihr beim Fischen länger warme Hände und das ist ein schöner Bonus von dieser Wartjacke. Ansonsten natürlich normale Klettbündchen, wie wir sie kennen und natürlich kleine Details wie hier das Squala Logo.
Ganz wichtig beim Winter ist natürlich auch, dass der Kopf nicht auskühlt. Und hier hat Squalla an eine sehr große Kapuze gedacht. Und auch da wieder ein kleiner Unterschied zur normalen RS-Wartjacke. Bei der normalen RS haben wir den Kragen von der Kapuze gelöst. Bei der RS Outpost ist es jetzt so, dass wir Kragen und Kapuze als eine Einheit haben. Und damit lässt sich die Wartjacke sehr, sehr hoch um den Kopf herum abschließen, damit ihr nur ein kleines Sichtfeld habt, aber gewährleistet ist, dass euer gesamter Kopf, eure Ohren, eure Backen und so weiter gewärmt werden. Denn natürlich auch hier haben wir dieses 150 Gramm Toray Spiral-Isolationsmaterial, damit eure Birne beim Fischen wirklich schön warm bleibt. Ansonsten nur noch ein kleines Detail auf der Innenseite. Hier seht ihr noch mal schön das kuschelig warme Material. Ein kleiner Reißverschluss hier für Mobiltelefon, Schlüssel und so weiter. Und das war's. Also eine sehr, sehr cleane, minimalistische Jacke für alle, die beim Winterfischen auf keinen Fall auf Wärmekomfort verzichten wollen. Besonders gut gefällt mir wirklich das Außenmaterial, dieses 4-Wege-Stretch-Material von Toray. Es sieht nicht nur gut aus, sondern es ist halt eben auch beim Werfen super komfortabel, weil es ganz leicht nachgibt. Und last but not least, finde ich, sieht diese Wartjacke, die auch nicht typisch kurz geschnitten ist, sondern ein bisschen länger, damit auch euer Rumpf schön gewärmt ist, so gut aus, dass ihr sie auch im Alltag einsetzen könnt. Also wer so viel Geld für eine Wartjacke ausgibt, der kann sie hier bei Squalla auch im Alltag nutzen, denn das Design ist wirklich clean und kann überall kombiniert werden. Nicht nur am Wasser, sondern eben auch auf dem Weg zur Arbeit. Falls ihr also keinen Bock habt auf Frieren, egal ob beim Fischen oder anderswo, dann checkt sie unbedingt mal aus. Die RS Outpost von Squalla, das absolute Flaggschiff aus der Linie der amerikanischen Premium-Brand, getestet, nicht nur in Bozeman, Montana, sondern auch von uns beim Hechtfischen. Und damit wünschen wir euch Tight Lines und einen schönen, warmen, komfortablen Winter.